und willkommen in meiner Küche. In meinem heutigen Video trage ich der Tatsache Rechnung, dass die Süßkirschen reif werden. Die kurze Zeit, die es frische Kirschen gibt, nutze ich dazu, ein klassisches Gericht abzuwandeln und statt Leber mit Äpfeln gibt es Leber mit Süßkirschen. Es klingt sehr ungewöhnlich und der besondere Reiz dieses Essens liegt für mich in seiner zeitlichen Begrenztheit. Die Leber wird auf Brot gereicht und genug Soße gibt es auch dazu. Zu kochen ist es ganz einfach und so geht's. Die gewaschenen Süßkirschen werden vom Stängel befreit, mit einem Messer halbiert. Die beiden Hälften werden gegeneinander gedreht, bis sich eine vom Kern löst. Diese wird zur Seite gelegt. Der verbleibende Kern wird entweder mit einem kleinen Ausstecher gelöst oder man schneidet mit der Messerspitze um den Kern herum und löst ihn auf diese Art und Weise heraus. Ich achte immer besonders darauf, dass ich sorgfältig alle Kerne entferne und auch darauf, dass die bereits ausgelösten Kerne sich nicht wieder zu den Fruchthälften verirren. Wenn man beim Essen auf einen Kern beißt, kann das sehr schlecht für die Zähne sein. Nun bereite ich die Geflügellebern zum Braten vor. Ich habe sie gewaschen und abtropfen lassen. Außerdem arbeite ich auf einem Porzellanteller, den ich im Falle von Leber für hygienischer, da leichter zu reinigen halte. Nun entferne ich die Venen, die das Gewebe durchziehen. Dafür halte ich diese sehnenartigen Gebilde mit der einen Hand fest, ziehe daran, während ich mit der anderen Hand mit Hilfe des Messers die Leber in die andere Richtung schiebe, ohne zu schneiden. Die Venen lösen sich dann von alleine, mehr oder weniger. Es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Eine besonders schöne Arbeit ist es nicht, aber ich finde, dass man, wenn man schon ein Tier schlachtet, es auch so weit respektieren sollte, dass man nichts davon wegschmeißt. Da es im Frühjahr auch noch keine großen Zwiebeln gibt, bereite ich für dieses Essen Frühlingszwiebeln vor. Die äußerste Blattschicht wird entfernt, ebenso wie unansehnliches Grün. Das Gemüse wird halbiert und in Ringe geschnitten und das Grün wird in feine Röllchen geschnitten. So, die Leber habe ich zum Anbraten in meine Pfanne gegeben. Das Fett sollte nicht zu heiß sein, da zu große Hitze die Leber aufplatzen lassen kann und zu schnelles Garen auch dazu führt, dass die Leber zu trocken wird. Wichtig ist, die Leber von Anfang an zu wenden, damit sie von allen Seiten erwärmen und garen kann. Dabei sollte man sich die Zeit nehmen und die Stücke gegebenenfalls mit Hilfe einer Zange einzeln zu wenden, denn mit einem großen Wender entwischen einem immer wieder einzelne Stücke oder fallen auf die bereits angebratene Seite zurück. Ich habe die Leber ungefähr 2 bis 3 Minuten gebraten, nehme sie jetzt aus der Pfanne heraus und gebe sie in eine saubere Schüssel. Sie ist jetzt noch nicht vollständig durchgegart, die Hitze kann sich nun aber gleichmäßig in der Leber verteilen. Bratensoße schütte ich zurück in die Pfanne. Dort hinein gebe ich jetzt die vorbereiteten Kirschen, die ich ein wenig Hitze nehmen lasse, sowie den weißen Teil der Frühlingszwiebeln. Diese beiden Komponenten werden nun 1 bis 2 Minuten so weit gegart, bis die Zwiebeln glasig gedünstet sind. Beides wird ordentlich mit Meersalz gesalzen sowie mit Pfeffer gewürzt. Dann gebe ich ungefähr 100 ml Portwein dazu und lasse ihn mit den Kirschen aufkochen. Da ich nicht möchte, dass die Kirschen total zerkochen, nehme ich sie jetzt ebenfalls aus der Pfanne und gebe sie in meine Schüssel zu der Leber. Der Portwein hat sich einreduziert, da ich aber ausreichend Soße zu der Leber servieren möchte, habe ich nun noch 250 ml Hühnerbrühe in die Pfanne gegeben, die ich aufkochen und etwas einreduzieren lasse. In dieser Zeit rühre ich in einer kleinen Schale je einen Teelöffel Mehl sowie Maisstärke mit einem Esslöffel Wasser an. Dieses Gemisch dient mir zum Andicken der Soße. Ich gebe die Hälfte davon auf meinen Rührlöffel, rühre es unter die Flüssigkeit und da mir die Konsistenz noch nicht dick genug ist, wiederhole ich diesen Vorgang, bis die Soße meinen Vorstellungen entspricht. Nun gebe ich die Leber und die Kirschen in die heiße Pfanne zurück. Dort kann die Leber gar ziehen.
Die Hitze habe ich zunächst auf die kleinste Flamme reduziert und dann abgestellt. Die Zeit habe ich genutzt, die Teller vorzuwärmen, eine Scheibe Brot zu toasten und auf den Essteller zu legen, damit ich anrichten kann. Das Anrichten funktioniert am besten, wenn man zunächst die Leber mit einer Zange auf dem Brot verteilt und dann die Kirschen so darüber legt, dass sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Zum Schluss wird das Grün der Frühlingszwiebeln darüber gegeben und noch einmal mit Meersalz gesalzen. Die Soße habe ich in ein Sahnekännchen gefüllt und jeder kann sich davon so viel über das Essen gießen, wie es dem Geschmack entspricht. Das Essen war sehr delikat. Die Leber harmoniert wunderbar mit den Kirschen und dem Portwein. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung Mut gemacht, es auch einmal mit Hühnerleber aufzunehmen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!